Hallo und willkommen zu Kathy Rain, a Detective is Born. Ein Spiel, das genauso aussieht wie die Zeit, in der es spielt, die 90er Jahre. Fängt gut an mit der Mucke. Gefällt mir. Ich muss aber mal in die Optionen, denn das Spiel hat so die Eigenschaft, sich die Spracheinstellung nicht zu merken. Soweit ich weiß, ist das Spiel von nur einer Person, einer One-Man-Crew, inszeniert worden. Irgendein Schwede. Sorry, ich hab den Namen eben gelesen, aber ich habe ihn wieder vergessen. Handelt sich um ein Point-and-Click-Adventure. Wie gesagt, das in den 90er Jahren spielen soll. Es handelt sich da wohl um unsere Protagonistin Kathy Rain. Und alles andere erfahren wir wohl in einem neuen Spiel. Hey, you. Hey, du? Hey. Hallo. Oh, man. Was ist denn los, Kathi? Machen kann ich noch nichts. God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. Das ist ein suboptimales Vorhaben, Kathi. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. Mhm. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Ja, es ist wahr, mein Großvater. Oder ich möchte wirklich nicht darüber reden. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem ich ein Kind war. Das ist eine Ewigkeit her. Und jetzt lass mich in Ruhe, du Bücherwurm, du. I haven't seen him since I was a kid. A lifetime ago. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. Ja, war schon klar. That is not cool, Eileen. Seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Okay. Ja, Are you Kathi. gonna go? I don't know. Good night. Good night, Kathy. So, und der Einstieg wäre damit wohl geschafft, ha? Jetzt wissen wir auch, was Katie als nächstes tun wird. 25. September 1995, Tag 1. Oh, Oh. God, make it stop. Ja, da musst du wohl schon aufstehen. Ah, jetzt können wir interagieren. Poster. Ja, der Traumfänger wird nicht angezeigt. Das Bett wird natürlich angezeigt. Gitarre, elektrisch, Poster. Was haben wir denn noch hier? Computer, Drucker, Piep, Transfer, Kreuz, Poster, Spiegel, Schrank, Koffer. Aber jetzt machen wir erstmal das nervige Piepen weg. Hoffe ich. Ist das Wecker ausschalten? Wecker anschalten. Eileen's obnoxious alarm clock. The noise makes me want to stab myself with something dull. Ich glaube, das schafft jeder Wecker bei jedem, oder? Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E.
Ja, sehr zuvorkommende Freunde I'm manchmal. so getting a new roommate. Genau. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Oh, wait. That's every romantic comedy ever. Wollte ich auch gerade sagen. That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. Ah ja, dann wird das wohl Titanic sein, ne? Bett. Koffer. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Makeup check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Okay. Schrank verwenden und Schrank Eileen's anschauen. closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Gut. I can certainly see the appeal of blindly rummaging through Eileen's clothes, but seriously, I've got better things to do. Ja, was? We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Na gut, okay, ein pinker Teddy wäre vielleicht bei mir auch an dem Feuerzeug vorbeigeschrammt. Drucker, Computer, gehen wir doch mal zum Computer und über den Computer nachdenken. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is, not a geek. Mhm. So, Telefon. Our room Telefon. phone. It's got an external line. Okay. Könnte also nach draußen telefonieren. Idiom. Aha. Telefon. Might want to Knopfdrücken. pick up the handle first. Wieso? Ging das früher nicht auch schon? Ach, Wohnheim, Kontakte, aha. Okay, 8, 3, 5, 2. Not that I don't love the sound of my own voice, but Ist ja gut, ist ja gut. Außerdem haben wir da unten auch noch eine Tasche. Was haben wir denn hier alles? Ein Notizbuch. Notizbuch kombinieren, über Notizbuch nachdenken. I haven't written Notizbuch anything in lesen. it yet. Ah, du hast da... Das ist natürlich eine Ausstattung, die eigentlich jeder bei sich haben sollte. Eine Elektroschockwaffe. Feuerzeug, ja, natürlich für die Kippen. Klar. My smoke's about a half a pack. Ja, eine halbe Packung ist besser als keine Packung, sagt ein Ex-Raucher. The Poster. Thing, one of my favorite horror movies. Das Ding aus einer anderen Welt. Ja gut, 95 war aber die neue Version noch nicht draußen. Da gab es gerade mal die uralte Schwarz-Weiß-Version und die von John Carpenter. Wirklich schön gemacht. Lass mal weiter gucken. So, was haben wir noch? Elektrische Gitarre. My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Good times. Okay. Helped me get rid of my last two roommates. Nah, it's no fun when there's no one around to annoy with it. Aha, so eine bist du Pulp also. Fiction. Love that flick. Ja, der ist wirklich sehr nett. Just some random band poster. A Random Band, ja. Mhm. So, ins Bett möchte ich jetzt nicht nochmal mit Casey. Der Bekäster, Drucker, Scanner. Kommen wir. Gucken uns auch noch den It's Scanner some an. advanced scanner thingy. It can scan pictures, tapes, all sorts of stuff. Tonbänder. Okay, du bist wirklich kein Geek, Katie. Da waren wir schon. Color Drucker. printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Naja, Tintenstrahl-Farbdrucker war, glaube ich, zu der Zeit noch ganz schön teuer. Den Wecker. Eileen's obnoxious. Den hätten wir ja eigentlich mal stellen können. Terminplaner, was haben wir denn Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. da? Ja, gut. Was mit dem Bett?
Bett Eileen anschauen. makes her bed with surgical precision. Mhm. Would be fun, but a bit too childish. Even. Okay. Wenn dir das zu kindisch ist, dich ins Bett zu legen. Du hast keinen eigenen Schrank? Anscheinend benötigst du gar keinen Schrank. Das ist aber auch irgendwie sehr stereotyp, ne? Hier, Katie, ne? Alles liegt rum. Müll, Knüll, Tür kaputt, ne? Denn hier Eileen, alles ordentlich, alles sauber, alles pink, alles punk. Komm, wir gucken We nochmal meet den pinken again, Teddy an. Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Gut. Allererster Eindruck. Ich hoffe, es geht nicht so stereotyp weiter. Dann wäre das doch schwere Kost. Oh, natürlich. Katie. Also es scheint, man könnte dann hier oben wählen, wohin man fahren möchte. Wir hören uns aber noch ein bisschen die Musik an, die ist Hammer. Außerdem huscht hier andauernd was vorbei. Ich glaube, das ist ein Wobbel. Und so ein Wobbel, den würde ich gerne mal fangen. Da war er wieder, der Wobbel. Nein, Quatsch, wir fahren zum Friedhof. Well, here we are. Ja. No. God, I really need a smoke. Does anyone object? Ja. Aber Guess not. du Dead bist ja people draußen. rule. Tote sind die besseren Menschen. Ach, immer diese Misanthropie. No Oder wie time for heißt that das? now. I'm late for the funeral. Ja, dann hopp hopp. Mausoleum. It Lass mal says anschauen. Price. Price. Vincent Price? A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Ja. Die gibt's auch im Mietkauf. No reason to go in there. Warum nicht? Ja, so, okay. Warte mal. Zurück! Oh, Kacke. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Das nenne ich mal kurz Kathy, und you big schmerzlos. baby. Just talk to her. Aha. Sollte also jetzt gleich mit der älteren Dame da reden. Mrs. Rain, aha. Die dürfte Kathi ja noch kennen, ne? Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear.
Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Neuen Schauplatz hinzugefügt. Naja, das schauen wir uns dann auch gleich mal an den Schauplatz. Aber zuallererst, Conwell Springs. Also ein bisschen die Grabsteine ab. Aha, Joseph Irving. Aha. Gut. Elizabeth Parker. Eric Mitchell. Ja gut, okay, ich meine, so viel ist jetzt hier nicht los. Lily Myers. Sollte ich jetzt irgendeinen coolen Gag übersehen haben, tut mir leid. Tut mir leid. Stephen, ich dachte gerade King, aber es ist Cummings. Stephen Cummings. David Spielman. Okay. Benjamin Hayward. Eleanor Foy. I am sorry for your loss. Ja, danke. Danke für Thanks. dein Beileid. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Kirche. Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Ja, natürlich. Es ist niemals zu spät, den Pfad der Sünde zu verlassen. Und wieso sind Sie überzeugt, dass ich auf dem Pfad der Sünde bin, Pater? Oder Sie haben wohl noch nie von einem hoffnungslosen Fall gehört und keine Sünden mehr? Was soll ich denn in meiner Freizeit anstellen? Das meine ich mit dem etwas, And what naja, makes egal. you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? Gute I Antwort. simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Dumme Ausrede. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Ja, ich glaube nicht, dass du Trost spenden kannst. So, entschuldigt alle gläubigen Zuseher, aber das geht mir auch ein bisschen auf den Senkel. Gut, weiter geht's. Husch, husch, Katie. Wohin fahren wir? Zum Friedhof? Brauchen wir nicht. Fahren wir zur Oma. Haus der Rains. Wir fangen uns einen Wobbel. Wo ist er? Da war er. Gut, dann fahren wir zu Omi Rain. Grandma, anybody home? Das ist aber sehr lauschig. Rotes Pferd. Okay. Stiefel. Finster. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja, ist nur die Frage, welcher Rain? Du? Nice black leather coat. Right up my alley. Aha. Toll. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Eine Anspielung auf die Kaufsucht von Schuhen? Dumm. Das ist Cute red unfair. horse. It's some old Swedish thing, I think. Ja, das wird wohl eine This Anmerkung paint looks unseres... fresh. Grandma must have had this Programmierers sein. restored recently. Zimmertür, Rollstuhl. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Ja, wer wohl? Mensch. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. A small table lamp. These should come in handy when I need to make calls. Über das Telefonbuch nach
Nachdenken anschauen und I don't have im anything Telefon to search besuchen. for Ich habe yet. nichts, wonach ich suchen könnte. Ja gut, dann Chickibagger und zurück. Was haben wir denn hier für ein Some hübsches kind of Gemälde? winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Die Frage ist, naja, da unten ist auch noch was, aber da komme ich nicht dran. So, wir kommen hier nicht rüber. Also das Haus endet hier. Gut, wenn das Haus da endet, dann kommen wir da natürlich rüber. Kommen wir hier oben, unten raus. Kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Warte mal. Dogfighting. Gemälde. Grandpa used to love that stuff. Ja gut, der wird ja auch ein paar Dinger mitgemacht haben. Obergeschoss oder bleiben wir erstmal hier unten. Wohnzimmertür, Haustür, Fenster. Komm, wir gehen mal zur Wohnzimmertür. Aha. Gut, und da ist ja schon. dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. Please take a seat. Dann So, müssen wir die beiden now, nochmal quatschen. Tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen oder das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Ich würde sagen, die junge Dame ist dreist, ein kleiner Misanthrop und würde dann die Wahrheit sagen, weil es ihr egal ist. Mom is. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Okay, also wir haben jetzt doch schon ein bisschen was erfahren. Katie wurde von ihrer geistig umnachteten Mutter wohl aus der Gemeinde herausgerissen. Aus welchem Grund haben wir noch nicht erfahren. Die Mutter ist mittlerweile dann doch in der Nervenheilanstalt und Kathy ist natürlich ihren Weg gegangen. Logisch. Ich meine, doch der Plot, der ist eigentlich ganz gut. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time,
At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Ein Kriegstrauma? Was haben die Ärzte gesagt? Wie sieht es mit der Polizei aus? Zurück. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Es geht also Schritt für Schritt weiter, dann werden wir mal die nächste Frage stellen. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. Okay. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Und damit ist dann der neue Detektiv I already talked to her geboren. about that. Gut, dann Well, können wir gotta go, das Grams. abschließen. Talk to you later. Bye, Kathy. Kurzes, aber intensives Gespräch. Können wir das mal kurz ins Notizbuch schauen? Ach nee, nicht kombinieren. Reinschauen, nicht nachdenken. So. Also, das war der Vorfall 81. Elektroschocker an der Oma. Sollen wir mal ausprobieren? Nee, machen wir nicht. Kippe, wir rauchen keine. Wir gucken uns It's mal the kurz brochure die... that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah, blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Was können wir denn noch damit machen? Die könnten wir kombinieren und... I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can. Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Nee, glaube ich nicht, dass es Not Toilettenpapier that I need abgeben yet würde. another reason for the Lord to strike me down. Der Zorn des Herrn, das ist doch ein gütiger Gott, nicht? Komm, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. An intricate toy airplane with moving parts. Ja, wenn Opa drauf gestanden hat, hier auf ne, I remember Kriege, playing with that. Grandpa had a whole collection of them. war bestimmt selber Pilot. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Ja, dann wenigstens sinnvoll. Grandma has prepared some tea for us. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Ah, jetzt setzt sie sich aufs Sofa, ja, wenn ich da drauf klicke. Mind if we talk for a bit, Grandma?
Ja, Not at ja, all, ist dear. doch- What's on your mind? Nee, Well, gotta go, Grams. Talk to you later. siehst du. Bye, Wir hätten uns Kathy. nur noch mal über den gleichen Vorfall unterhalten können, der ja. Nah, I'm more of a coffee gal. Ich bin auch eher ein Kaffeetrinker. Also Grandma von has daher prepared schon mal some tea ganz for us. gut. Aha, das bleibt also beim Gleichen. Nice leather chair. Clubsessel. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Ja, schön. A robust piece of wooden furniture. Planes, planes, and more planes. Planes, planes. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to Sag be ich in his doch. early 20s. Planes, That's my planes. great-grandfather, Ah. Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ah, Eric Reagan. Ich habe ihn nie kennengelernt. Nach seinem Tod haben sie die Schreibweise zu Rain geändert, denke ich. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Warum sollten die den Namen geändert haben? Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. That's my Warte mal. great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ja gut, also Regen würde mir dazu einfallen. Aber es ist ja immer wieder alles nur so Quark mit Soße. Was haben wir hier drüben? Da können wir nicht hin. Hier zu den Pflanzen auch nicht. Den Fernseher können wir genauso wenig usen. Im Inventar war nichts Neues. Hier oben hat sich auch nichts There's getan. nothing quite like the soothing sound of rain falling. Ja, rain falling on the window. Raindrops keep falling on my head. So, Grandma, der Kaffee war kalt, der Tee nicht lecker. Wir machen jetzt mal einen Kirchenchecker. Nee, wir gucken uns mal das Obergeschoss an. I Wenn wir shouldn't da overstay hochkommen. my Aha. Ja, komm, dann gehen wir da jetzt nochmal rein und fragen Oma mal. Ob Oma was dagegen hat, wenn wir mal da hochgehen. Oh, jetzt habe ich was übersprungen, glaube ich. Mind if we talk for a bit? Not at all, dear. What? Ja, genau. Bye, Nee, Grandma. I'll be back Gut. later. So long. Das heißt also, auf den Dachboden kommen wir jetzt noch nicht. Raus aus der Tür, rein in die Kluft, raus aufs Moped. Und ab dafür, denke ich, oder? Hier gibt's ja nichts mehr. Nee, es gibt nichts weiteres. Aha, wir könnten also zur Polizeiwache fahren. Ja, und ich würde sagen, das machen wir dann ja in der nächsten Folge. Katie bekommt trotz ziemlich flacher Charaktere von mir auf jeden Fall noch eine Chance. Ein paar Folgen. Mal gucken. Also, ich finde es interessant, ich finde es nett, ich finde es cool gemacht. Und wie gesagt, gehabt euch wohl. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.